wie ihr wisst, jede Woche Gott, der Vater im Himmel, spricht zu uns, was wir hier lernen müssen. As you know, every week the Lord speaks to us very clearly what should be taught here among us. In der letzten 2 Wochen hat er gesagt, wir sollen über seinen Sohn sprechen, wie großer Preis er bezahlen musste, damit wir frei werden, damit wir den Zugang zu ihm wieder haben dürfen. In the last 2 weeks we have spoken about the Son, Jesus, what an incredible price he had to pay on the cross that we can live a life in liberty. Und er hat gesagt, wie könnt ihr das mir zurückzahlen? Könnt ihr das überhaupt zurückzahlen? How could you pay it back to me? Could you even do this? Und heute für heute haben wir das Thema bekommen, wieder über die Glaube zu sprechen von Hebräer 11. Today we again received the passage to speak about tonight. It's in Hebrew chapter 11. Ich soll nicht lesen jetzt. Ja? Ich möchte mit einer ganz anderen Stelle anfangen, von 1. Korinther 3, 11 bis 13. I would like to start with a total different passage from 1 Corinthians 3, verse 13. Wenn jemand Deutsch hat, kann vielleicht lesen. 1. Korinther 3, 11 bis 13. Sorry, 1 Corinthians 3, verses 11 to 13. Christoph, kannst du bitte lesen? Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Es wird auch nicht verborgen bleiben, was einer darauf baut. Der Tag des Gerichts wird ans Licht bringen, ob es Gold oder Silber, kostbare Steine, Holz, Stroh oder Schilf ist. An diesem Tag wird die Arbeit eines jeden im Feuer auf ihren Wert geprüft. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If any man builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to the light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Könnt ihr euch erinnern, vor 3 Wochen wir sprachen darüber, die alten, das heißt Mose, Isaac, Abraham, von der Alten Testament, sie haben ein gutes Zeugnis erhalten. We have spoken 3 weeks ago about the testimony Abraham, Mose and Isaac and all our fathers in faith. They have received a very good testimony in faith. Und trotz, dass sie ein gutes Zeugnis empfangen haben, obwohl diese Verheißene nicht erlangt haben. And even they received a very good testimony, they did not really have seen or they did not really experienced the promises. Und wir haben den Verheißenen schon bekommen durch Jesus Christus, über das redeten wir letztes Mal. We have already received as a great gift the promised one in Jesus Christ. So, das ist das Fundament, das ist unser Grund, auf was wir bauen werden. Jesus Christ is the foundation on what we build. Aber die Frage ist, was bauen wir darauf? But the big question is, what are we building on this foundation? Gold, Silber, kostbare Steine, Holz oder Stroh? Gold, silver, precious stones, wood or straw. Und es wird, ihr kennt das Leben, es wird erprobt durch Feuer. Jedes Werk wird erprobt durch Feuer. Every work will be tested through fire. Und dann schauen wir am Ende unseres Lebens, Gott wird schauen, haben wir ein gutes Zeugnis vor ihm oder ein schlechtes Zeugnis. At the end of our life, we will see, do we have a good testimony or do we have a bad one in front of the highest one?
Also die Herausforderung ist enorm groß. The challenge is enormous, what we have. Und wir haben in Hebräer 11:1 gelesen, die Glaube ist eine Zuversicht, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. We have read in Hebrews 11:1 a very clear description about what faith really is. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. Könnt ihr euch erinnern, wir sprachen darüber, dass Mose wartete auf eine Stadt, der nicht mit Menschenhänden gemacht ist, sondern der himmlische Vater gebaut hat. If you remember, Moses actually was waiting for a city which was not built by human hands, but which was built through the hands of God. Und dass wir Fremdlinge ohne Bürgerrecht, Gäste auf der Erde sind. That we are foreigners without citizenship here on earth, that we have, was soll ich noch sagen? Ohne Bürgerrechte. Yes, that we have no citizenship here on earth. Ohne diesen Blick, ohne dieses Ziel, können wir nicht unser Werk vollbringen im Glauben. Without this perspective, without this aim, we cannot really fulfill what we should do in God. Und heute nehme ich ein ganz anderes Beispiel als letztes Mal, ein sehr hartes Beispiel, wo wir einen starken Glaube sehen können. Today I take a totally different example. It's quite a hard example where we can see how it worked through this person. Viele kennen die Geschichte Abraham und Isaac. Yeah, I think many of you know the story from Abraham and Isaac. Wir werden die Story nicht lesen, ich werde noch ein paar Punkte rausnehmen. We will not read this story, but I will emphasize some important points out of this story. 1. Mose 22, 1-18 ist normalerweise eine Stelle, wo jemand It is aufschreiben in will. 1 Moses chapter 22, 1-18, if someone wants to read it at home. Ihr kennt die Story. Abraham hat viele Jahre gewartet, bis er seinen verheißenen Sohn bekommen hat. Abraham has waited for many years until he has finally got his promised son. Er wurde erprobt, ob er wirklich die Glaube hatte, dass Gott, was er verheißen hat, bekommen kann. He was really totally tested from God if he can really reach the promised things. Und dann geschah etwas ganz Verblüffendes. And then something absolutely extraordinary happened. Die Bibel sagt, Gott kam zu Abraham, Abraham zu prüfen. The Bible says that the Lord came to Abraham to test him. Und er sagt Abraham und er sagt, hier bin ich. He said to him, Abraham, and he said, here I am. Und ist diese Woche, wo diese ganze Bibelstunde vorbereitet war, Gott hat mich sehr getestet in der gleichen Art. Yeah, in this week where I prepared this passage, the Lord extremely tested me. I had a very hard week. Ich musste auch meine Kinder, vielleicht nicht töten was auf dem Altar, aber ich musste auch meine Kinder auf dem Altar zu ihm legen. I had to bring even my children to the altar of God. Und ich musste entscheiden, wenn Gott sagte, okay, ich prüfe dich, was du sprichst, ist es nur eine bla 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 oder lebst du danach? Und ich habe gesagt, okay, Gott, hier bin ich. Was And ist the Lord said, I will test you what you are speaking. Are you only speaking blah blah blah, or is it really serious what you mean? Und er